Hallo und herzlich willkommen, liebe Leute. Mein Name ist Mr. Tester und ich werde für euch nützliche Produkte, die es online zu bestellen gibt, für euch bestellen und diese werden wir uns gemeinsam anschauen und bewerten. Und jetzt geht's los! Jetzt stelle ich euch ein nützliches Produkt für Menschen vor, die gerne zeichnen bzw. gerne digital zeichnen. Es handelt sich hierbei um ein Grafiktablet von der Marke Gaomon von dem Modell S620. Und ich mache das Ganze mal auf, mit dem man auf einem Tablet skizziert. Ich mache das Ganze mal auf hier. Zu der Verpackung muss ich auf jeden Fall sagen, es fühlt sich wirklich hochwertig an. Das Tablet hier ist in einer weißen Folie verpackt und alles in einem ist in einem weißen Hardcase-Schachtel untergebracht. Zu dem Tablet hier. Hier sind noch ein paar Karten mit dabei. Ich packe das Ganze mal aus, damit man das hier schön sehen kann. Ein Stift. So Leute, in der Schachtel befinden sich das Grafiktablet, ein Anschlusskabel, ein Stift und ein Filzcase, wo man diesen Stift hier unterbringen kann und auch ein Handschuh. Und hier sind nochmal 2 Adapter und nochmal 8 Minenstifte und das Werkzeug dazu. Kommen wir jetzt zu dem Grafiktablet, also mit einer Größe von 6,5 x 4 Zoll, also 21,1 cm breit und 17,4 cm hoch. Es ist wirklich klein. Die Dicke des Tablets ist hier 8 mm und das Tablet ist kompatibel mit dem Android, macOS und Windows Betriebssystem, aber nicht mit dem iOS bzw. mit dem iPhone. Wie man sehen kann, hat das Tablet oben 4 Funktionstasten, ein USB-Anschluss hier oben und das Ganze wird hier mit einem L-förmigen Kabel hier mitgeliefert, damit das ja nicht am Tisch stört. Ich mache das mal kurz auf. Man schließt es nämlich hier oben an. Man schließt es hier oben an und hat dann hier diese L-förmige Seite, damit es nicht so am Tisch stört. Und das andere Ende schließt man hier mit dem typischen USB-A-Anschluss an dem Rechner oder an dem Laptop und kann dann auch gleich loslegen. Eine zusätzliche Funktion ist hier nochmal, dass man, wenn man hier keinen USB-Anschluss hat, kann man sich mit diesen Adaptern hier ausstatten, beziehungsweise wie zum Beispiel bei dem Mac, da man ja nur einen Typ C-Anschluss hat, kann man diesen Adapter hier ranmachen und dann hat man das Ganze mit dem Rechner verbunden. Jetzt möchte ich euch nochmal einige Worte zu dem Stift sagen. Also den Stift muss man hier nicht aufladen, er funktioniert ohne Batterien. Und er hat hier 2 Funktionstasten und wenn man die Spitze hier dazu austauschen möchte, dann haben wir noch hier Werkzeug mit dabei. Ich zeige euch das mal ganz kurz. Also man nimmt hier in diese runde Klemme quasi, packt das Ganze hier an und nimmt das dann raus. Und wenn man dann eine neue Mine hat, dann steckt man das Ganze hier wieder rein, leicht mit dem Finger reindrücken und das war's. So Leute, kommen wir nun zu der Anwendung des Tablets. Also wenn man hier die Funktionstasten nochmal einstellen will, da muss man zusätzlich den Treiber herunterladen. Das alles steht hier auf dieser kleinen Karte mit drauf. Also wenn man den Treiber und das Handbuch herunterladen möchte, dann geht man auf www.gaomon.net/download und ladet den Treiber für das Mac oder für das Windows-Betriebssystem herunter. Und das Vorteilhafte ist natürlich, dass man immer den aktuellsten Treiber installiert hat. So. Man gibt einfach dazu da oben das S620 Modell ein und hat dann den Treiber. Kommen wir nun zu dem Grafiktablet hier. Also ich habe das Ganze jetzt mal hier aufgestellt und teste das einfach mal. Man fängt hier mit dem Stift an und macht quasi diese Striche. Ich teste das mal hier und umso döller man drauf drückt, dann werden auch die Striche umso dicker.
Ja, und natürlich kann man auch ganz normal schreiben. Und das besonders Gute ist hier, man hat hier 8192 Druckstufen. Also umso feiner man drauf drückt quasi, umso feiner sind die Striche. Und umso döller man drauf drückt, dann wird das Ganze sehr dick hier. So Leute, jetzt zeige ich das Besondere an diesem Grafiktablet. Also man kann es nämlich mit einem Android-Smartphone anschließen und man braucht keine zusätzliche Stromquelle. Dazu muss man sich hier eine App runterladen. Ich habe hier die App VediBank und man startet dann einfach quasi los, indem man das Kabel hier anschließt, und ich teste das jetzt einfach mal für euch. Ja, ich kann hier verschiedene Striche machen und kann hier drauf malen. So Leute, kommen wir zum letztendlichen Fazit. Also bevor ich mit den Nachteilen und Vorteilen beginnen möchte, ich möchte kurz darauf aufmerksam machen, dass ich natürlich kein guter Zeichner bin, aber für diejenigen, die professionell zeichnen wollen, die sind auf jeden Fall gut mit diesem Tablet aufgehoben. Ein Nachteil von diesem Tablet ist auf jeden Fall, dass es nicht mit dem iPhone kompatibel ist. Für Android-Nutzer muss man hier eine zusätzliche App herunterladen, wodurch man auf jeden Fall nicht mit dem Microsoft Office-Paket oder wie OneNote oder Word arbeiten kann, was ich sehr schade finde hier. Zudem ist es auf jeden Fall sehr gewöhnungsbedürftig, also man braucht wirklich viel Zeit, um sich hier einzuarbeiten, und das Ganze insgesamt fühlt sich nicht wirklich hochwertig an und besonders der Stift fühlt sich hohl an. So Leute, kommen wir jetzt zu den Vorteilen des Tablets. Auf jeden Fall ist es klein und gut verstaubar. Man braucht keine zusätzliche Stromquelle, nicht für das Tablet und auch nicht für den Stift. Es ist sowohl für macOS und Windows-Betriebssystem nutzbar. Und insgesamt ist das Tablet hier auch ein günstiges Teil für Einsteiger. Und vergisst uns auf jeden Fall nicht zu abonnieren, liken, teilen und einen Kommentar hinterlassen. Und bis zum nächsten Mal.